Hallo allerseits, ich bin hier auf der Inhorgenta in München am Stand der Firma Meistersinger bei John van Steen. Das ist der Geschäftsführer dieser Firma, die in Münster ihren Firmensitz hat. Und mit Meistersinger hat es was ganz Besonderes auf sich. Ihre Uhren haben nämlich nur einen Zeiger. Das stimmt absolut, Herr Steiner. Also es freut mich, dass Sie hier sind auf dem Stand von der Firma Meistersinger. Meistersinger ist ein Zeigerohren ist Meistersinger. Und warum ein Zeigerohren? Ein Zeigerohren ist die Herkunft von Zeit. Also wir sagen immer, Meistersinger ist die Origin of Time. Und früher hat alles angefangen mit einer Einzeigeruhr. Und die Einzeigeruhr, die hat angefangen mit die Sonnenuhr. Und die Sonnenuhr hat klar einen Zeiger. Danach ist das, und wenn Sie das Bild hier drehen, dann sehen Sie ein schönes Beispiel von einem Kirchturm. Da haben wir jetzt eine moderne Meistersinger eingebastelt, aber das ist der Ursprung auch von Zeit. In einem Kirchturmuhr eine Einzeigeruhr. Und das heißt, frühere Kirchturmuhren hatten auch nur einen Zeiger? Nur einen Zeiger. Ja? Und da gibt es heutzutage noch auch viele Kirchturmuhren, die einen Zeiger haben. Und der most famous one, das ist die Westminster Abbey in London. Ja, die hat auch einen Zeiger, aber auch hier in Freiburg, die Freiburger Münster, hat nur einen Zeiger. Und Ihre Uhren, die Sie so als aktuelle Uhren haben wir hier 2 Stück liegen. Die wir uns jetzt mal genauer ansehen. Das linke, das ist dann die Circularis Power Reserve. Die hat eine Gangreserve von 120 Stunden. Und der Antrieb ist da unser eigenes Werk. Und das Werk heißt dann MSH 02. Power Reserve 120 Stunden. Das heißt, alle 120 Stunden nur einmal aufziehen oder zwischendurch mal. Und dann und verfügbar, also hat doppelt Federgehäuse und jede Federgehäuse hat eine Federlänge von 68 cm. Und eine normale Uhr, eine normale mechanische Uhr, ob das jetzt eine Handaufzug oder eine Automatic ist, die hat eine Federlänge von etwa 30 cm. Dann schauen wir uns das Ziffernblatt nochmal an von dieser Uhr. Ja, ganz gerne. Dass man wirklich mal den Einzeiger, die Philosophie der Einzeiger sehen kann. Also man sieht, dass die Uhr nur einen Zeiger hat und die eine Zeiger zeigt mit 5 Minuten Indexe die Zeit an. Das heißt, wenn man ganz genau schaut, da kann man sagen, okay, es ist etwa die 18 nach 10, aber wie oft hat man wirklich einen Termin gemacht um 18 nach 10? Das macht kein Mensch. Wenn man einen Termin macht, dann macht man einen Termin um, lass mal sagen, 4 nach 10 oder 10 oder halb 11. Also der Grund, dass wir Menschen, dass wir immer sagen, die Minuten sind wichtig. In unser täglichen Leben ist eine Minute eigentlich gar nicht so wichtig. Weil wenn wir einen Termin machen, und ein Termin ist eigentlich ganz wichtig. Wenn wir den Termin machen um 10 oder 4 nach 10 oder sogar 10 nach 10, in 5 Minuten Schritten, warum überlegen wir in unserem normalen Leben immer diese 5 Minuten? Ist eigentlich Wahnsinn. Immer diese Minute, nee, ich muss an den Zeitpunkt, ich muss ganz genau wissen, es ist, lass mal sagen, 11 nach 10 und 30 Sekunden. Also laut der Philosophie von Meistersinger ist das eigentlich überflüssige Information, weil wenn wir wissen, okay, es ist etwa die 10 nach 10, dann wissen wir ganz genau, wie spät es ist. Und wenn wir das wirklich, also jetzt wirklich wissen möchten, wie spät es ist, dann hat jeder von uns ein Handy dabei. Seit wann machen Sie diese Einzeigeruhren? Seit 2001. Also Meistersinger ist ein westfälisches Unternehmen aus Münster. Jedoch die Fertigung findet statt in Biel in der Schweiz. Das heißt Schweizer Präzision, Schweizer. Ja, also wir sagen immer Schweizer Hard, aber German Design. Und diese Stundenzeigeruhren von Anfang an schon nur Stundenzeiger? Nee, also bis 2014 gab es auch Uhren mit 2 Zeiger. Aber der Konsument hat ganz klar entschieden, Meistersinger ist eine Einzeiger-Uhrenmarke und die Modelle kaufen wir und nicht die 2-Zeiger-Uhren. Und wenn man so eine Unique Selling Point hat, also wie eine Einzeiger, dann muss man das auch benutzen. Und wir sind jetzt, ich denke, weltweit bekannt als die Einzeigermarke in die Uhrenwelt. Einzeigeruhr, Präzision, Alleinstellungsmerkmal, das klingt ziemlich teuer. Das klingt nach 10.000 € rum. Wo sind wir denn bei Ihnen? Also wir bleiben Westfalen.
Also ich bin Niederländer, aber immerhin niederländlich gegen Westfalen und preislich sind unsere Ohren eigentlich sehr attraktiv. Also wir fangen an bei einer Preislage von etwa die 1000 Euro und unser höchstpreisliches Modell ist 5000 Euro und das hat dann das eigene Werk. Großteil unserer Kollektion befindet sich zwischen 1000 und 2500. Zum Beispiel unsere Neuheit jetzt auf die Inogenta. Das ist unser Modell Astroscope. Das ist eine einzigartige Uhr, die die Wochentage in ihrem Ursprung erklären. Also die Ursprung von Wochentagen kommt von den Planeten. Ja, also eine ganz lange Geschichte und ganz interessante Geschichte. Aber wenn man die Uhr sieht, man sieht auch das Schweizer Seliterwerk, was hier drin ist. Also qualitativ sehr hochwertig in einer Preislage von 1990. Und dieses Astrowerk, was hat es jetzt da Besonderes auf sich? Das Besondere auf sich... Müssen wir die ja mal richtig rumdrehen. Ja, also das Besondere ist, wenn man die Zeit dreht, dann sieht man hier zum Beispiel, dass es hier Samstag ist. Durch diesen weißen Punkt. Genau, durch diesen weißen Punkt. Dann wird man sagen, okay, normal geht man dann nach Sonntag, ja, die Tag später, aber das ist bei dieser Uhr, ist das auch der, ja, bei dieser Uhr ist das auch der Fall, weil Samstag folgt nach Sonntag, Entschuldigung, andersrum, also Sonntag folgt nach Samstag, weil das hat zu tun mit den Planeten. Ja, also wenn man in die Himmel schaut, dann sieht man, dass die Planeten in einer bestimmten Reihenfolge am Himmel stehen. Das heißt, die Symbole stehen hier, die neben am Ziffernblatt sind, stehen für die Planetensymbole für die jeweiligen Wochentage. Genau. Zum Beispiel, wenn wir hier nehmen, die Freitag. Freitag kommt von der französischen Fenderie und das bedeutet Venus. Und Venus ist das Symbol für, ist die Planet, die steht für diesen Freitag. Also wenn ich jetzt drehe, jetzt bringt er einen Tag später und dann ist das Interessante, wenn man dann sagt, okay, Sonntag, dann folgt Montag, aber Montag steht nicht hier, aber der Montag, der steht hier oben. Also die Planetenstellung in Europa ist dann da oben. Genau, ja. Da muss man noch einmal rumdrehen. Und da sieht man auch, dass die Uhr von dieser Position auf diese Position springt. Also nicht vorwärts, aber rückwärts. Jetzt springt er rückwärts nach dem Montag. Und das ist so die Neuheit von heuer. Das ist die absolute das Highlight aus unserer Kollektion 2020. Und die ist ab wann lieferbar? Die ist eigentlich ab direkt lieferbar. Also wir setzen ein, dass die im Geschäft bei unseren Fachhändlern in dem Monat, also März, April, soll die lieferbar sein. Und genau heißt die nochmal Meistersinger? Der Meistersinger Astroscope. Preis dann circa 1990. Gut, dann bedanke ich mich bei John van Steen hier am Stand von Meistersinger auf der Inhorgenta in München. Danke.